Wir reden ja auf diesem Kanal immer wieder über Zweitpässe und wie wichtig es ist, solche zu haben. Heute werde ich dir erklären, warum möglicherweise der irische Pass der beste Zweitpass ist, den du besorgen kannst. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn dich das Thema Auswandern nach Irland interessiert und natürlich auch die Erlangung der irischen Staatsbürgerschaft, dann lade ich dich herzlich zu unserem Seminar ein, was wir im Oktober 2025 in Irland veranstalten. Da geht es genau um diese Themen, wie man nach Irland auswandern kann, wie man dort sich steuerlich optimal aufstellen kann, wie man die Staatsbürgerschaft erlangen kann, was das steuerlich in Deutschland genau bedeutet, wie man Wegzugsteuer etc. vermeidet. Wir reden natürlich auch um Dinge wie zum Beispiel Gesundheitswesen, auch Schulbildung, natürlich Homeschooling. Wir werden auch versuchen, uns hier mit der irischen Kultur vertraut zu machen, Guinness, Whisky etc. Also das Ganze ist geplant für Oktober 2025. Ich werde das Seminar leiten. Wenn dich das interessiert, dann lass es uns jetzt wissen. Registriere dich für unsere Warteliste. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum irischen Pass. Wie gesagt, wir reden hier oft über exotische Staatsbürgerschaften, die man dann kaufen kann, in der Karibik zum Beispiel oder auch in Afrika. Tatsächlich ist aber möglicherweise der beste Pass, den du als zweiter Pass erwerben kannst, komplett kostenlos für dich zu erhalten, indem du 5 von 9 Jahren in Irland wohnst. Für viele mag das vielleicht keine Option sein. Irland steht bei ihnen nicht hoch auf der Liste, aufgrund des Wetters zum Beispiel. Und es ist natürlich auch in der EU. Aber wenn du eine Familie hast, schulpflichtige Kinder, dann ist Irland natürlich schon ein Land, was sehr interessant sein kann. Für viele ist relevant, dass hier Homeschooling in der Verfassung garantiert ist. Aber eben auch ansonsten ist das Schulwesen ziemlich gut. Irland ist natürlich ein friedliches Land, ist weit ab vom Schuss, ist neutral, wobei da muss man auch ein paar Dinge dazu wissen. Das kannst du dir in einem anderen Video anschauen, das wir gemacht haben. Aber grundsätzlich ist Irland weit ab vom Schuss, wie gesagt, ganz im Westen gelegen, also weit weg von den ganzen geopolitischen Risiken, denen wir uns momentan ausgesetzt sehen. Und es ist natürlich auch englischsprachig. Ich selbst habe in Irland gewohnt mit meinen Kindern. Ihnen hat es dort sehr gut gefallen und ich kann jedem dieses Land als Wohnsitzland empfehlen. Also mit Familie sollte es vielfach nicht schwierig sein, dort die notwendigen 5 Jahre zu leben, um die irische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Irland ist ja ein EU-Land, du kannst dort ohne Visum einfach hinziehen und du kannst dann auch ganz einfach die Staatsbürgerschaft beantragen, indem du eben zeigen kannst, dass du dort wirklich gelebt hast. So, warum ist aber nun der irische Pass ein so guter Zweitpass? Folgende Gründe. Erster Grund: Der irische Pass erlaubt dir visafreien Zugang zu 191 Ländern. Er ist damit fast gleichwertig gegenüber dem deutschen Pass, dem Pass aus der Schweiz und dem Pass aus Singapur. Damit ist also tatsächlich ein weltweit sehr einfaches Reisen notwendig. Sollte es zum Beispiel notwendig sein, dass du einmal den deutschen Pass aufgeben willst, vielleicht weil man eine Steuer nach Staatsbürgerschaft einführt oder irgendwelche andere Gründe, die dir nicht gefallen, dann wäre tatsächlich der irische Pass eine sehr gute, gleichwertige Alternative. Der zweite Grund ist folgender: Du kannst eben mit dem irischen Pass nicht nur in Irland leben, sondern natürlich auch in allen anderen EU-Ländern und du kannst zusätzlich eben leben im United Kingdom, also in England, Schottland, Wales und Nordirland und dann eben zusätzlich auch noch auf all den britischen Inseln, die so dort um den UK rum gelegen sind, Jersey, Guernsey, Sark, Isle of Man etc. pp. Das ist steuerlich interessant, das ist dann wirklich außerhalb der EU, du bist dann nicht mehr in der EU. Also hier auf jeden Fall sehr interessante Optionen, die dir mit dem irischen Pass zur Verfügung stehen. Das liegt eben daran, weil die Iren mit UK sehr eng verbandelt sind historisch und es hier so eine Art Mini-Schengen, sage ich jetzt mal, hier gibt hinsichtlich der britischen Inseln. Und natürlich sollte man auch noch erwähnen, dass du ebenfalls in der Schweiz wohnen kannst mit dem irischen Pass. Denn EU-Bürger, ihnen steht ja der Zugang zur Schweiz und eben auch Liechtenstein offen. Der dritte Grund, der für den irischen Pass spricht, ist der, dass die Iren ein sehr beliebtes Volk sind. Also du wirst mit diesem Pass hier kaum Schwierigkeiten in der Welt haben.
Wir sehen es ja, manche Pässe werden eher kritisch gesehen. Momentan ist es der russische oder auch der amerikanische. Aber eben die Iren halten sich ja bedeckt. Sie sind ein kleines Land, sie sind ein beliebtes Land. Das heißt, mit diesem Pass wirst du hier sehr gut in der Welt herumkommen und hier keine Probleme auf dich ziehen. Es ist ein Pass ohne Drama, ohne Probleme. Der vierte Grund, der für den Pass spricht und die Staatsbürgerschaft spricht, ist der, dass die Beantragung derselben relativ zügig abgeschlossen ist. Wenn du also die Bedingungen erfüllst und tatsächlich 5 von 9 Jahren in Irland gelebt hast und in dem Jahr, in dem du dann den irischen Pass beantragt hast, da musst du dann wirklich die ganze Zeit in Irland gelebt haben. Aber wenn du diese Anforderungen erfüllst, kannst du davon ausgehen, dass du den irischen Pass in 12 bis 19 Monaten in der Hand hältst. Das ist gegenüber anderen EU-Ländern eigentlich relativ wenig. Zum Beispiel beim maltesischen Pass ist es so, dass man darauf schon insgesamt rund 10 Jahre warten muss, bis man den dann wirklich in der Hand hat, ja, weil einfach der Staat es einem doch relativ schwierig machen will, hier die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Der fünfte Grund, der für diesen Pass spricht, ist die Tatsache, dass Irland hier sehr viele Botschaften weltweit unterhält, wenn man das jetzt mal im Verhältnis sieht zu der geringen Einwohnerzahl. Irland liegt hier im Bereich der Top 10. Also hier werden 17,5 Botschaften und diplomatische Missionen pro 1 Million Einwohner weltweit unterhalten. Du hast also ein dichtes Netzwerk an Botschaften. Somit ist also auch eine konsularische Betreuung praktisch lückenlos weltweit sichergestellt. Vielleicht sollte man als letzten Grund noch erwähnen, dass Irland als Land steuerliche Vorteile hat. Hier gibt es den Non-Dom-Status. Er ist zeitlich nicht beschränkt. Hier kannst du also davon profitieren, dass ausländische Einkünfte steuerfrei sind, solange sie nicht nach Irland ausbezahlt werden. Natürlich kannst du davon auch profitieren, wenn du jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft hast, dann kannst du ja auch in Irland wohnen. Aber wenn du dir überlegst, nach Irland umzuziehen und du musst dort eben einige Jahre dann leben, damit du den Pass bekommst, kannst du davon ausgehen, dass du diese steuerlich auch ziemlich optimiert gestalten kannst, wenn sich das in deinen konkreten Umständen so ergibt. Also, das waren sie, unsere Gründe, die für den irischen Pass als Zweitpass, als zweite Staatsbürgerschaft sprechen. Wie du weißt, können ja Deutsche seit 2024 generell eine zweite Staatsbürgerschaft haben, ohne jetzt die deutsche aufs Spiel zu setzen. Selbst wenn du dir aber überlegst, mal irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben, vielleicht aus Gründen wie der Wehrpflicht, dann ist, wie gesagt, wie ich es schon vorhin erwähnt habe, sicherlich der irische Pass hier ein gleichwürdiger Ersatz. Wenn dich das Thema interessiert und du dir überlegst, dann auszuwandern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Oder ich würde mich natürlich auch freuen, dich bei unserem Seminar zu sehen. Auch hierzu alle weiteren Informationen in der Beschreibung dieses Videos, beziehungsweise der Link zu unserer Website, den findest du in der Beschreibung. Ich habe selbst in Irland gelebt und wir tun im Grunde genommen seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Themen zu beraten. Wegzug ins Ausland, steuerliche Optimierung im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.